Ja, hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und heute sind wir unterwegs wieder auf Spurensuche des Zweiten Weltkriegs, denn wir wollen uns heute Uferlagerungen anschauen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, in diesem Video euch nur eine zu zeigen oder vielleicht sogar zwei. Das werden wir sehen, wie wir es zeitlich schaffen, weil die von der Distanz her doch schon etwas weiter auseinander liegen. Heute wollen wir uns eine Anlage anschauen, die damals im Dritten Reich genutzt wurde, um Flugzeugteile herzustellen durch die Junkerswerke. Und was wir heute da alles noch finden, das seht ihr in diesem Video. So, wir bewegen uns jetzt hier durch ein kleines Waldstück. Wir haben jetzt hier an der Seite schon Felsvorsprünge, eine Steilwand. Jetzt müssen wir mal gucken. Es müsste sich hier auf der Seite irgendwo ein Zugang befinden. Kann auch sein, dass das hier oben schon irgendwie ist. Hier vorne kommt schon mal irgendwie. Können wir das erkennen? Aber Gott sei Dank hier ein Trampelpfad. Ja, also hier sind wir eindeutig richtig. Hier haben wir eine Mauerung, Ziegel. Ja. Und das werden die Außenanlagen dann zum Teil gewesen sein. Ja, ach, hier ist ja gleich richtig kühl, ne? Weil es ist einfach Sommer, logisch. Und schaut mal hier. Hier haben wir noch diverse Metallkonstruktionen. Wir gehen auch gleich mal hier oben hin. Aber ihr seht es, hier ist richtig massiv jetzt. Hier oben für irgendwelche Schellen, wo Rohre oder so angebracht worden sind, und hier können wir sogar reingehen. Da werden wir jetzt eben gleich schauen. Hier ist schon mal was zugemauert, aber frisch. Das war scheinbar ein Gebäude, was man jetzt außerhalb hier rangesetzt hat. Und hier geht's auch rein. Da müssen wir erstmal unsere Taschenlampen zücken, würde ich sagen. So, das ist jetzt hier der Eingangsbereich. Hier haben wir jetzt so eine runde Abmauerung. Und das Ganze ist jetzt hier Sandstein. Sandsteinhöhlen sind das ursprünglich gewesen, die man halt auch schon längerer Zeit im Vorfeld auch genutzt hatte, bevor im Zweiten Weltkrieg solche Anlagen halt für Untertageverlagerung genutzt wurden. Und hier kann man sogar noch sehen, die Isolatoren an der Decke. Und hier wurde auch schon das Ganze auch in Betrieb genommen. Also man hat hier schon auch gefertigt, zum Teil. Und ihr könnt halt überall auch sehen, das Ganze wurde hier schon rausgenommen, rausgeflext. Die Maschinen, die sind als Reparationszahlung von den Sowjets damals abgebaut worden. Und nach dem Krieg haben auch die Bevölkerung das zum Teil halt auch als Bunker beziehungsweise als Lager für sich selber auch genutzt, weil Unterkünfte waren dann knapp. Durch das Bombardement waren viele Städte und Dörfer halt zerstört, und somit konnte auch die Bevölkerung das zum Teil dann halt noch auch nach dem Krieg halt nutzen. Ja, man sieht hier auf jeden Fall überall die Isolatoren, beziehungsweise noch die Aufsätze dafür. Geht scheinbar auch für die Belüftung hier oben.
Da haben sie einmal komplett bis oben durchgebohrt. Ja, krass. Das geht richtig weit nach oben. Ja, und man sieht halt hier an diesen ganzen Metallen, die hier noch aus den Wänden schauen, dass halt hier wirklich die Maschinen standen, ne? Dass hier die Produktionsflächen gewesen sind. Es sind insgesamt eigentlich 2 Anlagen, die parallel sind, und man versuchte die halt unterirdisch zu verbinden. Das hat man dann zeitlich aber nicht mehr geschafft. Und ja, deshalb sind beide Anlagen im Prinzip für sich, waren aber beide von Junkers praktisch genutzt worden. Aber die ist schon etwas größer hier. Und man kann das hier diesmal echt gut erkennen durch diese Aussparungen hier in den Wänden. Da könnt ihr das sehen. Ist das Ganze halt wirklich genutzt worden. Man hat hier irgendwas eingebaut zum Teil. So, jetzt ist hier ein zweiter Durchgangsbereich. Hier sieht man schon, hier wird ein ordentliches Tor eingehangen gewesen sein. Jetzt sind wir hinter den vermauerten Abschnitt, den wir schon von draußen gesehen haben. Haben wahrscheinlich irgendwas gesucht. Ja, genau, das haben wir von draußen eben gesehen. Also man hat hier auf jeden Fall immer wieder Aussparungen. Definitiv halt irgendwas drin gestanden hat, aber was jetzt im Einzelnen, das können wir natürlich jetzt nicht beantworten. Ja, aber für eine Untertageverlagerung absolut geeignet. Ich weiß jetzt nicht, was man jetzt insgesamt für eine Überdeckung hier hat. Noch ein Durchbruch in einen weiteren Raum. Gehen wir auch mal direkt hier durch. Hier sieht man nämlich auch noch die typischen Tonrohre. Hier ist nämlich auch ein Schacht nach unten. Das ist schon verfüllt. Was ist das denn hier? Was hat man denn hier reingeschoben? Da oben ist noch was. Ich weiß nicht, was das hier für ein Gestänge ist. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Auf jeden Fall kommt man da oben hier auch noch in den Raum. Wie gesagt, das sind ja auch alles Höhlen gewesen, die man letztendlich einfach ausgebaut hat, ne? Die Junkers-Verlagerungen M1 und M2 spielten eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der deutschen Flugzeugproduktion im Zweiten Weltkrieg. Unter strengster Geheimhaltung wurden diese unterirdischen Anlagen für die Junkers-Werke eingerichtet, um die Produktion vor den alliierten Bombenangriffen zu schützen. In den Anlagen wurden zentrale Bauteile für Junkers-Flugzeuge gefertigt. Dazu gehörten vor allem Tragflächen, Rumpfsektionen und andere essentielle Komponenten für die Modelle Ju-88 und Ju-188. Beides vielseitige Flugzeuge, die als Bomber, Aufklärer und Nachtjäger eingesetzt wurden. Der Bau und Betrieb der Verlagerungen erfolgte unter Einsatz tausender Zwangsarbeiter, die unter extrem harten Bedingungen arbeiten mussten. Trotz der schwierigen Umstände sicherten die U-Verlagerungen die Produktion von Flugzeugen, die für die deutsche Kriegsführung unverzichtbar waren. Mit den Verlagerungen schufen die Junkers-Werke unterirdische Fabriken, die bis Kriegsende ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Luftwaffenproduktion blieben. Ja. Da unten, wo dieses komische Konstrukt da drin war.
Ja, jetzt sieht man hier diese Höhle. Von außen hat man auch auf jeden Fall gearbeitet. Da unten liegt auch aller möglicher Kram, aber das wird höchstwahrscheinlich alles so neuzeitlicher Müll sein. Und da ist dieses komische Konstrukt, was man da reingeschoben hat. Da brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht weiter runterkriechen. Nee. Ich denke nicht. Gut aus mit dem Vogel da. Ja. Ja, wir haben jetzt hier ein paar kleine Schriften gefunden, aber das wird halt alles neuzeitlich sein. Das ist wie gesagt Sandstein und das ist sehr einfach hier reinzuritzen auch. Da braucht man auch kein großes Werkzeug. Hier sind natürlich auch wieder sehr, sehr viele Zwangsarbeiter mit beschäftigt worden, wie bei allen Untertageverlagerungen, die ja ab 43 massivst aus dem Boden gestampft wurden, mehr oder weniger. Da gab es ja so viele Parallelprojekte, so viele einzelne Decknamen. Wer den Wichert beispielsweise kennt, der hat ja eine ungefähre Vorstellung, wobei man stark davon ausgeht, dass das noch deutlich mehr Anlagen sind, auch viele unentdeckte Anlagen einfach noch. Also da ist auch teilweise Geschirr, aber wir können jetzt hier davon ausgehen, dass das halt kein alter Müll ist. Jetzt haben wir eben rumgeschaut. Die Hitze macht dann schon wieder fertig. Aber was anderes habe ich jetzt in näherer Umgebung auch nicht mehr gefunden. Von daher kann man ausgehen, dass wir jetzt alles gefunden haben zu der Anlage. Und ja, wir werden auf jeden Fall hier noch eine weitere Anlage noch mit in das Video bringen. Weil da soll es jetzt nicht zu Ende sein. Weil wie gesagt, die Anlagen sind halt unterschiedlich groß. Mal größer, mal kleiner. Je nachdem, wie weit man fortgeschritten ist in der Anlage. Aber ja, deshalb machen wir hier erstmal einen Break und sehen uns dann in der nächsten Anlage. So Leute, wir sind jetzt, ihr wundert euch wahrscheinlich, weil ich jetzt etwas anders aussehe. Wir sind zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal hierher gefahren, weil wir nicht alles erkundet haben. Wir haben in der Tat einiges übersehen und wir haben damals auch abgebrochen, weil es auch einfach zu heiß war und die Vegetation einfach zu krass war. Und ja, heute geht's weiter und wir sind auch schon in dem ersten Bereich der UV. Es gibt nämlich insgesamt 2 Stück. 2 separate Anlagen, die man nämlich versucht hat miteinander zu verbinden. Ja, und das ist jetzt hier ein Raum, den man fertig gemacht hat. Aber das sieht irgendwie merkwürdig aus, als ob man hier versucht hat, das Ganze, als ob sie unten noch weiter ging. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass das jetzt im Nachgang verschüttet wurde. Das wäre jetzt fatal. Das sind irgendwie solche Pecheimer noch. Das ist merkwürdig. Also ich bin jetzt hier oben rein. Wir gucken jetzt gleich nochmal außerhalb, ob es noch einen anderen Zugang gibt. So Leute, wir sind jetzt hier oben reingekommen und jetzt sind wir auch, glaube ich, richtig. Wir haben jetzt hier riesige Gewölbe und ihr könnt hier an der Seite erkennen, hier ist alles so mit Ziegeln teilweise gemauert, Zugänge. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, ob es hier Sprengungen gab, aber ich meine ja, was davon gelesen zu haben. Weil ja das eigentlich üblich war, dass die Alliierten in dem Fall im Nachgang viele Anlagen gesprengt haben, dass es natürlich nicht so einfach ist, irgendwas weiter zu nutzen. Es war ja, wie gesagt, zwischenzeitlich noch
ja, Luftschutz und teilweise auch im Nachkrieg noch so ein bisschen als Wohnanlage auch. So, hier ist noch eine weitere Kammer. Wir müssen gleich mal gucken, in welchem Bereich wir dann auch weiterkommen. Ja, ihr könnt ja erkennen, da wo irgendwas abgebrochen ist, hat man das Ganze noch mit Ziegelstein weiter aufgefüllt. Ihr seht ja auch hier drin, hier ist einiges halt kollabiert. Hier gab es wahrscheinlich noch ein Zwischentor. Hier sind auch noch verschiedenste Metallreste, sehe ich gerade. Hier. Das könnte alles Mögliche in dem Fall gewesen sein. Und mir dann teils für die Belüftung. Oder aber auch irgendwas noch für die Maschinen. Da geht's weiter. Einen seht ihr, Melanie. Und hier habt ihr nämlich auch immer diese Metallpins drin. Es kann sein, dass hier auch Schiebetüren oder sowas drin gewesen sind. Ich habe nämlich hinten irgendwo auf dem Boden eine ganz große Tür gesehen. Die sah mir aber auch sehr, sehr alt aus. Oh, schaut mal. Da könnte es auch noch hochgehen. Gucken wir uns erstmal hier in dem Hauptraum um, würde ich sagen. Ja, Leute, da oben können es auch noch weiter durchgehen. Ich werde mal schauen. Rucksack ab. Und ja, der Erste, der es in die Kommentare schreibt, ich weiß, heute kein Helm. Den habe ich vergessen. Deshalb jetzt an dieser Stelle nochmal für alle Zuschauer auf keinen Fall nachmachen. Grundsätzlich nicht. Und ohne Helm erst recht nicht. Oh, das sieht auch alles nicht mehr so toll aus hier. Halt viel Sandstein. Also hier unten kommen wir wieder in einem anderen Bereich und hier könnt ihr sehen, da ist irgendeine Stromleitung oder sowas durchgegangen durch das Rohr. So, ich bin mit Melanie in der Hauptkammer wieder und hier seht ihr jetzt noch mal diese Tür, die ich gerade meinte. Die ist sehr massiv. So Eisenbeschlägen, die muss hier drin gewesen sein, schon von Anfang an. Ja, ich wäre hier durchgekommen, Leute. Ich wäre hier durchgekommen, deshalb gut, dass ich es jetzt nicht gemacht habe. Ich habe nämlich hier diesen Baumstamm hier gesehen. So. Was haben wir jetzt hier? Irgendwo stand da nämlich auch der Stromgenerator. Aber nämlich, glaube ich, auch schon eingebaut. Ui. Es kann sein, dass das in dem Bereich gewesen ist. Hier ist nämlich dann Ende. Hier hat man das nämlich irgendwie ausgehöhlt. So Leute, ich werde jetzt nochmal von der zweiten Kammer, wir sind jetzt von der Hauptkammer hier reingekommen. Dann war ich da hinten, die habe ich mir angeguckt auf der Seite. Dann kommt man wieder in die Hauptkammer.
Und hier sieht das irgendwie so abgetreten aus. Ich gehe jetzt hier noch mal eben gucken. Wo es daher geht. Okay, ich weiß, wo es daher geht. Da war ich vorhin in der anderen Kammer, die da hinten drin ist. Da habe ich da durchgeguckt und wusste nicht, ob das sinnvoll ist, hier durchzuschlufen. Jetzt weiß ich Bescheid. Okay, dann habe ich das auch gecheckt. Ja, ihr könnt sehen, durch diese ganzen Verbrüche hier, durch Sprengungen, kommt man da nicht mehr auf den direkten Weg hier hin. Leute, guckt euch das mal an. Hier scheint es so eine Art Belüftung oder sowas zu geben. Ach, krass. Da oben ist wie so ein Turm verbaut. Und dann hier eine Betonwand, die schräg nach unten geht. Hier ist schon was runtergefallen. Das könnte aber auch wie so eine Art Schrägaufzug mal gewesen sein. Das ist ja mega interessant. Und hier unten geht es nämlich auch noch weiter. Tatsächlich. Leute, ey. Krass. Ist das krass wieder, oder? Tatsächlich. Junge. Und da hinten geht's noch weiter. Alter Schwede, ey, wie groß ist das Ding? Hier oben seht ihr auch, wie ausbetoniert das hier auch schon teilweise ist. Und wie viel hier drin stande an Mauern. Ja Leute, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, was ihr meint. Also für eine reine Belüftung ist das irgendwie so riesig. Aber ihr habt jetzt keinen Vergleich, weil jetzt keiner von uns hier steht. Aber wenn Melanie jetzt eben noch mal kurz also wenn ich nur hier vorne stehe, dann seht ihr ja, ne, hier oben, was das für ein Ausmaß hat. So, das ist locker über 2 Meter. So, und es kann jetzt nicht zwingend was nur mit der Belüftung zu tun haben. Und da oben, es kann auch sein, dass das neu vielleicht gemauert wurde, ich weiß es nicht. Da oben ist halt so ein Turm, aber der ist auch schon verbrochen, ne? Da ist ein riesiger Stein drauf. Dass das einfach wie so eine Art Schrägaufzug war. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich habe da jetzt wirklich keine Idee. Aber nur eine Belüftung, das ist viel zu massiv. Ja, Leute, guckt euch das an hier, wie massiv das ist. Atemberaubend, was die hier wieder reingestemmt haben. Das ist so massiv. So, um das mal forensisch ein bisschen hier zu analysieren. Ihr seht hier wirklich echt eine Menge Mauern und dazwischen solche Stahlrahmen. Die haben hier einzelne Abschnitte, also hier wahrscheinlich so, wo was rausgebrochen ist, hier mit den Verankerungen gemauert. Dann sind diese Rahmen reingekommen, hier waren die Türen drin und dann hat man hier wahrscheinlich die einzelnen Arbeitsstationen gehabt. Hier ist der Rahmen schon komplett zusammengefallen, aber weil die halt irgendwie noch so stehen, kann das sein, dass die im Boden verankert sind. Also hier ist auch nichts von der Vierste oder so runtergebrochen. Das Ganze, was hier drin ist, sind wirklich die Ziegel von den Mauern. Und da hinten ist im Prinzip der Zugang einfach nur gesprengt worden. Da wo Melanie steht, dann seht ihr jetzt auch mal richtig gut die Dimension einfach, von was wir hier wieder sprechen. Weil sonst könnt ihr das einfach immer nicht richtig wahrnehmen. Das ist einfach so. Ich meine, es geht eh schon viel verloren, dadurch, dass es ja lediglich ein Video und Film ist und ihr nicht wirklich hier seid. Aber es fehlen immer Bezugspunkte dann im Video, wenn ich nur in diesen Raum filme. Aber hier unten sind auch noch viele
ich würde schon sagen, immer noch Relikte aus der Zeit. Da alte ummantelte Kabel noch. Größere. So, und hier haben wir auch schon den ersten Sockel, wo eine Maschine drauf gestanden haben muss. Betoniert. Hier sind die Verschraubungen noch drauf. Und schaut mal hier unten, hier ist sogar noch eine Wasserleitung. Auch noch irgendwas. Schaut hier unten, da ist noch eine Wasserleitung. Und hier ist auch schon wieder so ein Tonrohr hier unten. Das haben wir auch schon in vielen Anlagen gesehen. Das ist dann schon wieder für die Entwässerung, für Abwasser. So. Und hier ist eine dieser Mauern noch zu sehen. Und nochmal ein kompletter Raum. Hier wird irgendwas gestanden haben. Was ist das denn hier unten noch? Auch irgendein Metallteil. Hier ist das Wasserrohr. Was ist das denn hier? Das ist richtig massiv. Gute Frage, was das gewesen ist. Das sieht mir aus wie ein Abzug hier. Könnte das vielleicht so eine Art Ofen hier gewesen sein? Hier auf dieser Fläche, dass man hier irgendwas gemacht hat. Und dann zog das hier ab. Könnte durchaus sein, ne? Was ist das denn hier alles noch? Keine Ahnung. Ja. Ich glaube auch, da haben die sich irgendwie durchgequetscht, ne? Das war dieser Zugang. Jo, genau, das war der Zugang. Ja, Leute, da müssen wir jetzt durch. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Ja. Ja, es riecht irgendwie ein bisschen nach Maschine, das stimmt. Nach Öl und Ähnlichem. Ja, hier haben bestimmt mal welche gesessen auch. So Leute, wir sind jetzt hier durchgekommen, wir sind jetzt ein bisschen ruhiger, weil das hier an ein Grundstück auch angrenzt, deshalb muss das jetzt nicht unnötig sein, dass wir jetzt hier Randale machen. Hier seht ihr aber auf jeden Fall nochmal die Leiter. Hier war ein zweiter Zugang und hier konnte man die Treppe runter, also das wird dann halt für Personal gewesen sein, logischerweise. Die Treppe ist halt jetzt hier schon größtenteils zerstört. Die einzelnen Bohlen fehlen hier. Und hier unten ist halt auch noch irgendwie Material drin. Und dann ist es da hinten aber auch irgendwie neu zugemauert. Das kann aber auch sein, dass hier unten auch nochmal ein Zugang war. Weil das sieht ein bisschen aktueller aus einfach. Dass man hier vielleicht doch mit
ja nicht Fahrzeugen, aber vielleicht mit Loren oder sowas hier auch rein konnte. Und vielleicht ist diese Treppe ja gar nicht so alt und ist im Nachgang reingemacht worden. Das kann auch sein. Wir sprechen jetzt hier schon von über 80 Jahren. Hier seht ihr auch noch eine Tür, die hier drin gewesen ist. So Leute, wir sind jetzt so gut wie draußen. Wir stehen vor dem Zugang. Und ja, das war jetzt nochmal wirklich richtig interessant und hat uns halt gezeigt, dass wir wirklich beim letzten Mal halt nur einen Teil gesehen haben. Wie gesagt, das sind halt zwei getrennte Anlagen eigentlich und also es sind auch zwei verschiedene Decknamen vergeben. Aber man hat versucht, das Ganze halt zusammenzuführen. Logisch, macht ja auch Sinn. Aber es ist halt nicht dazu gekommen. Aber es hat halt nochmal gezeigt, dass die zweite Anlage nochmal deutlich massivere Ausbauten hatte, also viel größere Hallen. Und ja, man merkt einfach, dass es hier halt auch schon zur Produktion gekommen ist. Es hat uns wieder riesig Spaß gemacht. Wie gesagt, wir sind ausrüstungstechnisch heute ohne Helm unterwegs gewesen. Deshalb ich ermahne euch auch nochmal, das unbedingt zu machen. Wir haben das sonst auch immer mit dabei. Weil gut, wenn ein Stein auf den Kopf fällt, da schützt auch der Helm nicht. Es geht einfach nur darum, falls man sich echt irgendwo aufreißt und halb skalpiert. Alleine das ist halt sehr, sehr schmerzhaft und wird halt ein Problem werden. Deshalb, wenn ihr sowas macht, ja, am besten macht ihr es gar nicht, logisch. Aber dann am besten mit Helm. So, wir werden jetzt rausgehen. Lasst uns auf jeden Fall einen Kommentar da, was ihr jetzt hier von der Anlage haltet, wie ihr das Video fandet, was wir euch hier gezeigt haben. Lasst uns auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Schaut auch das nächste Video, was wir hier verlinkt haben. Wir haben viele interessante Sachen zu dem Thema Erster und Zweiter Weltkrieg, vor allen Dingen hier auf unserem Kanal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ja, jetzt sind wir nochmal hier oben und haben nochmal geguckt. Das ist dieser Turm, den ich von draußen gesehen habe auch. Das ist aber nicht dieser Schacht, den wir von unten gesehen haben. Das ist einfach so eine Belüftungsgeschichte. Aber es gab sogar Anlagen, die waren versenkbar. Das ist der eigentliche, ja, entweder ist es halt ein Kamin oder eine Belüftung. Ne? Hier richtig massiv betoniert. Ja, Wahnsinn. Aber den Schacht, ich weiß nicht, wo der hier oben rauskommt. Nichts gesehen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind schon unterwegs und heute mitten in einer Anlage aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Untertageverlagerung. Hier in dieser gigantischen Anlage, wo wir uns heute befinden, sollte im Zweiten Weltkrieg Flakraketen hergestellt werden. Und zwar von der Taifun- und Schmetterling-Klasse. Und wir haben hier schon das mächtige
Eingangsportal. Und ihr könnt hier oben die Abstützung für die Firste erkennen. Metallträger und oben drüber nochmal diverse Stempel, richtig komprimiert. Und hier die riesigen Zugangstore, mehrfach gesichert. Man muss auch sagen, dass hier im Nachgang sowjetische Truppen die Anlage noch eine Zeit lang übernommen haben. Aber der Ausbau ist hier wirklich immens. Diese gigantischen Hallen. Hier ist eine Toilette drin. Das sind aber höchstwahrscheinlich alles Einbauten, die dann halt nach dem Zweiten Weltkrieg reingekommen sind. Also im Zweiten Weltkrieg hat es wirklich nur, sage ich mal, den reinen Ausbau hier gegeben, der Hallen. Aber da ist jetzt kein Inventar oder sowas reingekommen. Das ist alles Nachkriegszeit. Hier unten ist alles betoniert. Kanalisation. Boah, riesige Hallen. Ich weiß halt nicht, was die Russen noch weiter ausgebaut haben dann. Hier ist irgendwo das, eine Rampe. Also es hat auf jeden Fall die Größe der Uferlagerung, die wir euch aus Schweden präsentiert haben. Das hat genau diesen Charakter, finde ich gerade. Weil einfach, ja, man erkennt einfach, dass hier nach dem Krieg halt auch noch was passiert ist. Das war halt da ähnlich. Das wurde ja da auch noch eine ganze Zeit lang von den örtlichen Streitkräften verwendet. Und das erkennt man hier auch, finde ich irgendwie. Also das sind im Prinzip hier überall so einzelne Kammern, die man dann hier abgetrennt hat mit so einer Betonwand. Und dann ist hier höchstwahrscheinlich eine Schiebetür oder zumindest ein großes Tor irgendwann mal reingekommen. Und dann hat man hier praktisch so ein Depot gehabt. Und damals sollten das höchstwahrscheinlich dann die einzelnen Arbeitsstationen geworden sein für die Produktionsanlage für Schmetterling und Taifun. Professor Herbert Wagner, eine Schlüsselfigur in der Raketenentwicklung des Zweiten Weltkriegs, leitete hier in einem fertiggestellten Abschnitt der U-Verlagerung die Weiterentwicklung von Flugabwehrwaffen. Darunter die Henschel HS-293, eine ferngesteuerte Gleitbombe, die 1943 erstmals erfolgreich eingesetzt wurde. Zu den bedeutendsten Erfolgen gehörte die Versenkung der HMS Egret am 27. August 1943, die erste Zerstörung eines Schiffs durch eine ferngesteuerte Waffe, sowie die Versenkung des Truppentransportschiffs HMT Rona, bei der über 1000 Menschen ums Leben kamen. Auch die Henschel HS-117 Schmetterling, eine bodengestützte Flugabwehrrakete, wurde hier weiterentwickelt. Doch alliierte Störmaßnahmen und die zunehmende Luftüberlegenheit verhinderten den breiten Einsatz dieser Waffen. Eine geplante Serienproduktion wurde durch das Kriegsende gestoppt. Ja, hier oben könnt ihr noch erkennen, hier hängt noch das Sicherungsnetz in der Anlage, damit oben von der Firste nichts abbricht. Und hier, da gab es so ein bisschen, ja, wer den Kanal von Crystal Foggen kennt, der weiß das wahrscheinlich, hier irgendwie, ja, kein wirkliches Indiz, warum dieser riesige Pfeiler hier an dieser Position steht. Ja, entweder ist hier wirklich was von der Firste abgebrochen, weil das da oben auch irgendwie so komisch
ringsrum noch betoniert ist. Das ist ja nicht mehr das Gestein hier. Das ist ja, das ist so ein Mix, glaube ich, aus Kalkstein und irgendwas anderem. Sieht auch teilweise aus ein bisschen wie Schiefer, aber das glaube ich nicht. Auf jeden Fall Kalkstein. Ja, und warum der hier steht, ob das hier mal irgendwie zusammengefallen ist, das ist schwierig. Es war jetzt auch die Vermutung, dass das halt ein Schacht ist, dass der irgendwas verbindet. Schwer zu sagen, da müsste man halt Anfang und Ende finden, ne? Ob das irgendwie ein Aufzugsschacht ist oder ähnliches. Schwierig, aber sehr, sehr komisch, warum der hier so steht. Ja, hier befinden wir uns jetzt gerade in so einer Art Durchgang, der jetzt hier zwei größere Hallen miteinander verbindet. Der muss aber auch später reingekommen sein. Hier oben sind Reifen drin, die nochmal zusätzlich zur Absicherung genutzt wurden. Und dann ist das hier eine Metallkonstruktion, Metallplatten, Metallgerüst. Hier unten als Fundament Steine. Es sind scheinbar schon ein paar Reifen runtergekommen. Und dann sieht das Ganze jetzt so aus. Auch irgendwie speziell, ne? Aber das muss auch später alles gemacht worden sein von den Russen. Vielleicht gab es ja hier gar nicht den Durchbruch an der Stelle. Das haben die nachträglich bestimmt gemacht. Ich glaube, das ist so eine Art Muschelkalk. Wenn ihr das hier seht, das ist so ein bisschen fluoreszierend. Das stammt von den Schalen der Muscheln. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Das ist immer so bläulich-grünlich ab und zu. Das wird Muschelkalk sein. Da sieht man es auch ganz gut durch die Nässe. Ja, und hier scheint es aber auch nochmal wie einen Durchbruch zu geben nach oben. Den hat man dann so, komisch gesichert irgendwie. Merkwürdig. Aber hier oben sieht man von den Schlagbohrern ganz gut die Riefen hier. Die einzelnen Spuren, wo die durchgegangen sind. Ja, auch hier sind natürlich keine Ahnung wie viele Tausende Zwangsarbeiter wieder eingesetzt worden. Man muss das halt auch einfach immer wieder erwähnen, weil diese gigantische Größe von diesen Anlagen, die hätte man in solch kurzen Zeitabständen einfach nicht bewerkstelligen können. Das ist Wahnsinn. Man brauchte wirklich Tausende von Arbeitskräften, die hier auch förmlich verheizt wurden und durch diese Arbeit halt systematisch gestorben sind. Man hat halt ganz in der Nähe halt auch Zugriff auf ein KZ gehabt und auch Außenlager und somit die ganze Zeit über Menschen als Arbeitskräfte zur Verfügung gehabt. Die unter dem internen Namen Hydra bekannte Anlage wurde ab Frühjahr 1944 unter strengster Geheimhaltung geplant. Ziel war der Bau einer riesigen unterirdischen Produktionsstätte. Geplant war eine Gesamtfläche von 300.000 Quadratmetern, von denen jedoch bis zum Kriegsende nur 100.000 Quadratmeter realisiert wurden. Rund 45.000 Quadratmeter dieser Fläche dienten bereits der Produktion, während in anderen Bereichen weiterhin Ausbauarbeiten stattfanden. Die Stollen wiesen beeindruckende Dimensionen auf, mit einer Höhe von 8,50 Metern und einer Breite von 12 Metern. Für den Transport innerhalb der Anlage wurden Dieselloks und später Elektroloks eingesetzt, die auf einem insgesamt 44 Kilometer langen Schienennetz verkehrten. Die Errichtung der Anlage basierte auf Zwangsarbeit. Rund 12.000 Menschen, die aus Konzentrationslagern verschleppt wurden, mussten unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten.
Besonders die kalten Wintermonate 1944/45 führten zu großem Leid und zahlreichen Opfern. Die Baukosten für die Anlage beliefen sich auf etwa 50 Millionen Reichsmark. Ich glaube, hier ist noch so ein Burggestänge drin. Und auch Holz. Und schaut mal hier ist nämlich schon wieder so ein Pfeiler. Also entweder ist hier wirklich was abgebrochen. Es ist schon irgendwie komisch, warum dann doch jetzt wieder ein Pfeiler steht. Also Also das ist wirklich gigantisch. Also hier könnte man eigentlich direkt irgendwas starten hier. Also hier könnte man jetzt was lagern, irgendeine Produktion aufnehmen, wenn man jetzt die Vierste hier nochmal absichert. Weil hier liegt auch so gut wie gar nichts auf dem Boden. Ja, ihr seht es, das ist wirklich Wahnsinn. Hier ist eine Belüftungsvorrichtung gewesen, die dann später mal eingebaut wurde. Und hier war früher auch mal ein Zugang gewesen. Könnt ihr erkennen, da ist nämlich Tageslicht auch. Und hier ist die Ventilation von dem Ganzen gewesen. Das hat man hier noch abgesichert. Das ist krass, ne? So Leute, das war's mit diesem Video. Wir haben euch jetzt hier 2 Anlagen gezeigt. Jetzt hier die letzte Anlage war auch nochmal richtig spektakulär mit dem Ausbau. Außer ihr konntet wieder sehen, was jetzt hier im Dritten Reich alles bewerkstelligt wurde. Mit Hilfe von abertausenden Zwangsarbeitern, die dabei auch gestorben sind. Und es sollte euch heute nochmal wieder zeigen, wie unsinnig halt die Projekte zum größten Teil halt auch gewesen sind. Aber wie krankhaft das Ganze halt auch ist. Wir würden uns wünschen, wenn ihr uns hier ein paar Kommentare hinterlasst, was ihr jetzt zu dieser ganzen Anlage sagt und auch zu den Situationen, die hier stattgefunden haben. Lasst uns auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und schaltet das nächste Video an, was euch jetzt hier vorgeschlagen wird. Wir haben auf unserem Kanal richtig viele Sachen zum Thema Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!